Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen nun die zweite Episode aus unserem ersten Abenteuer Zeus und Europa. Schauen wir mal, was für Aufgaben uns diesmal gestellt werden. Die Zeit ist reif. Ares vielköpfige Schlange wird Theben nicht in Ruhe lassen. Wenn die Stadt wächst, wird das Ungeheuer noch mehr Ärger verursachen. Und sie könnten den Marmor, den sie zu bewachen scheint, gut gebrauchen. Die Schlange muss zum Wohl der Stadt sterben. Allerdings kann kein gewöhnlicher Sterblicher diese schwere Aufgabe erledigen. Sie werden die Hilfe eines Helden brauchen. In der zweiten Episode unseres Abenteuers Zeus und Europa mit dem Titel Die Schlange müssen wir in einem Jahr 48 Marmorplatten produzieren. Klingt einfach, bedingt aber, dass wir erstmal die Hydra, die unser Marmorvorkommen bewacht, erledigen müssen. Das kann allerdings nur ein Held durchführen. Ja, das heißt, wir haben einiges vor uns und wir gehen zurück zu unserer Stadt Theben. Erstmal in den Pausenmodus, nochmal kurz einen Überblick verschaffen. Ja, so haben wir unsere Stadt Theben ja verlassen in der ersten Episode. Schon ziemlich florierend. Und wir müssten jetzt erstmal schauen, was wir als erstes machen. Ja, wenn wir die Hydra beseitigen wollen, müssen wir natürlich erstmal eine Heldenhalle bauen. Wir gehen hier auf den Reiter Mythologie und da haben wir auch schon die Heldenhalle. Ja, und die Heldenhalle des Herkules müssen wir errichten, weil Herkules ist der Held, der mit der Hydra es aufnehmen kann. Gut, ich möchte meine Heldenhalle hier errichten, in der Nähe meines Stadtpalastes. Dafür muss ich hier das Architekturbüro mal eben abreißen. Ach, der Pausenmodus muss natürlich deaktiviert werden, sonst entfernt sich hier das Architekturbüro nicht. So, jetzt können wir die Heldenhalle des Herkules bauen. Ja, und wir gucken noch mal kurz, was wir alles bereitstellen müssen, damit der Held überhaupt in unsere Stadt kommt. Rechte Maustaste, so. Also, die Halle des Herkules muss hervorragenden Zugang zur Kultur haben und eine der panhellenischen Spiele muss gewonnen werden. Okay, er hat auf jeden Fall schon mal hervorragenden Zugang zum Gymnasium. Unsere Stadt muss 1500 Menschen beherbergen und 32 Amphoren Wein müssen im Warenlager sein. Okay. Ja, das erste, was wir machen, ist erstmal unsere Olivenölproduktion erhöhen. Ich glaube, da kommen wir jetzt nicht so richtig weiter, wenn wir jetzt hier unsere Stadt erweitern. Also Plantagen, dann bauen wir hier direkt 2 Landarbeiterlager und errichten unsere Olivenbäume. Okay, und dann bauen wir auch direkt die 2 Olivenpressen noch. Die können hier hin, dann können wir die Straße hier so weiterführen. Ja, das ist sehr gut. Ja, Herkules möchte also jede Menge Kultur haben. Dann sollten wir hier auch unser Theater schon bauen, weil er braucht ja Zugang zu allen kulturellen Einrichtungen, die wir zur Verfügung stellen können. Hier wollte ich mein Theater hinbauen. Oh nein, es passt nicht. Da ist der Stein im Weg. Ach, wie ärgerlich. Okay, dann müssen wir hier dieses eine Haus abreißen. So, jetzt müsste das Theater aber eigentlich hier hinpassen. Ja, wunderbar. Dann brauchen wir natürlich auch noch die Schauspielschule. Die kommt direkt hier hin. Das ist nämlich der kleine Trick. Wenn jetzt nämlich hier unsere Schauspielschule und auch unsere Philosophenschule ist, gehen ja die Spezialisten hier entlang und dann kriegt auch Herkules Zugang zu diesen Kultureinrichtungen. Das bedingt aber auch, dass wir hier später eine Philosophenschule bauen müssen. Von daher werde ich jetzt hier das zweite Wohngebiet schon mal vorkonzipieren. Ja, unsere Stadtkasse ist nicht ganz so gut gefüllt, wenn ich jetzt hier weiter bauen möchte. Ich glaube, wir hatten den Export von Wolle gestoppt. Schauen wir mal eben hier. Ja. Den können wir jetzt wieder starten, weil wir haben mehr als genug Wolle hier im Warenlager. Und jetzt kann ich hier weiter mein zweites Wohngebiet konzipieren. Und wir sehen jetzt hier, wie sich die Gebäude auch weiterentwickeln. Allerdings muss ich hier noch dieses Gebäude löschen, weil hier müssen wir noch eine Verschönerung in Form eines Gartenhauses bauen.
sonst entwickeln sich die Gebäude hier nicht weiter. So, es kann hier erstmal weiter Bürger einziehen. Ja, und wir bauen jetzt hier das zweite Wohngebiet auf. Ja, die isthmischen Spiele beginnen. Mal gucken, ob wir hier gewinnen können. Wir brauchen ja ein der panhellenischen Spiele, welches wir gewinnen müssen für die Heldenhalle. So, wir haben jetzt hier unser zweites Wohngebiet vorkonzipiert. Das ist eigentlich spiegelbildlich angelegt wie das erste. Haben das Architekturbüro, den Brunnen und die Philosophenschule. So, jetzt müssen wir aber auch hier entsprechend ein Architekturbüro hier hinbauen, sonst stürzt nämlich hier irgendwas ein. Ja, hier unsere Schauspielschule ist schon eingestürzt, das ist schlecht. Ja, das kann man schnell wieder nachbauen. Ja, wir haben jede Menge Arbeitslose. Ich denke mal, wir bauen noch ein paar Weizenfarmen auf. Ja, passt wunderbar hier hin. Oh, wir kriegen ein Geschenk. Kalidon möchte uns Wein schenken. Wir haben noch kein Warenlager dafür. Okay, später bitte. So, dann kommt hier Architekturbüro hin und dann bauen wir direkt ein Warenlager. Und das kann jetzt hier den Wein aufnehmen. Sehr schön. So, wie sieht es jetzt aus? Immer noch so viel. Okay, komm, bauen wir hier nochmal Olivenpressen. Wir haben ja 3 Landarbeiterlager. Und die Oliven werden jetzt auch bald geerntet im Oktober. Nein, stimmt nicht. Nicht Oktober, sondern im Januar erfolgt die Ernte der Oliven. Okay, ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, wir nehmen den Wein gerne an. Vielen Dank. Ja, und unsere Philosophen haben die isthmischen Spiele gewonnen. Sehr schön. Ein Denkmal können wir errichten. Ja, und hier bei der Heldenhalle sehen wir jetzt, dass wir auch eine der panhellenischen Spiele gewonnen haben. Hervorragenden Zugang zur Kultur bedingt tatsächlich, dass die Heldenhalle hier zu allen kulturellen Einrichtungen Zugang haben muss. Gehen wir nochmal ganz kurz hier auf Kultur. Philosophen hat er Zugang. Athleten nicht. Schauspieler hat er. Ja, und das ist ganz wichtig, Wettkämpfe. Wir müssen also für die Heldenhalle auch ein Stadion bauen. Das machen wir aber später. Wir bauen jetzt erstmal hier ein Gymnasium auf. So. Da werden wir aber jetzt die Sperre hier nochmal so bauen. Ja, die kann dann weg. Ja, und als nächstes errichten wir jetzt das Stadion. Da brauchen wir, glaube ich, ein bisschen Geld, weil das Stadion ist recht teuer. 500 Drachmen, ja. Aber wir verkaufen ja jetzt Getreide und Wolle. Jede Menge. So, für das zweite Stadtgebiet können wir aber jetzt auch schon mal die Warenlager bauen. Kommen natürlich hier hin, 2 Stück. Eine wird Wolle annehmen, das werden wir nachher auf Vordern stellen. Ja, und das hier wird Olivenöl annehmen. Gut, ja, jetzt warten wir erstmal, dass wir genügend Geld haben, um unser Stadion zu bauen. Ja, hohe Arbeitslosigkeit ist ein Problem und wir haben aber auch jetzt ein bisschen mehr Geld in unserer Stadtkasse. Wir können das Stadion jetzt errichten. Das Stadion bauen wir jetzt hier auf der anderen Seite, auf der Westseite des Flusses. Ziehen hier die Straße mal raus. So, ja, das geht. So, und dann unser Stadion. So. Dann können wir die Straße drumherum bauen. Ja, was wir natürlich jetzt nicht vergessen dürfen, ist natürlich hier auch ein Architekturbüro. Das kann hier hin. So, und dann kann das hier entsprechend auch geschützt werden. Ja, und unsere Athleten gehen dann jetzt hier zum Stadion. Und dadurch kriegt auch die Heldenhalle des Herkules Zugang zum Stadion.
Da sehen wir schon, wie der erste Athlet, beziehungsweise die ersten Athleten, zu ihrem Stadion gehen und die Wettkämpfe austragen. Sehr gut, das funktioniert auch. Ja, und wir sehen, wir haben auch schon die 1500 Einwohner in unserer Stadt erreicht. Fehlen uns nur noch die 32 Amphoren mit Wein. Und das ist ein kleines Problem hier. Gehen wir nochmal auf die Weltkarte. Ich glaube nämlich, dass keiner Wein verkauft. Nein. Kalydon auch nicht. Argos auch nicht. Ja, und Eleusis ist ja ein Rivale. Produziert zwar Wein, aber da können wir nichts erwarten. Und Citeron braucht Wein. Ja, und Libyen, nee. Also kein Wein in Sicht. Wir könnten jetzt versuchen, einen Verbündeten entsprechend nach Wein zu fragen, aber keiner produziert Wein, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber vielleicht kriegen wir ja welchen nochmal geschenkt. In der Zeit verschönern wir unsere Stadt nochmal ein bisschen. So, dann können wir hier nochmal Parks bauen. So, hier runter. Dann geht das hier so. Das sieht doch schick aus. Dann bauen wir jetzt hier eine Bank hin. Macht natürlich sehr viel Sinn, eine Bank dahin zu bauen, wo eine Sperre ist, aber egal. Ja, hier will ich jetzt noch keine Parkanlagen bauen. Wir haben ja genug Mitarbeiter. Wenn wir jetzt hier die Wohngebäude noch weiterentwickeln, kriegen wir ja noch mehr. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja, und unsere Olivenpressen haben jetzt auch ihren Rohstoff und produzieren Olivenöl. Sehr gut. Bauen wir hier nochmal ein Gymnasium hin. Herkules mag das ja. So. Ja, ich glaube, wir bauen noch mal eine Käserei. Ja, und das erste Mal bekommen wir eine Forderung. Bei unserem Verbündeten Berg Peleion ist eine Hungersnot ausgebrochen und man möchte 10 Kisten Nahrung von uns haben. In 6 Monaten sollen wir dieses erfüllen. Ja, und wir haben 3 Möglichkeiten. Wir können die Forderung natürlich verweigern. Wir können das auf später verschieben. Haben wir die Ressourcen aber schon im Lager, können wir die entsprechend auch verschicken. Ja, und wir haben die 10 Kisten. Können wir direkt losschicken. Die Nemischen Spiele sind beendet. Und die haben wir auch gewonnen. Ach, wunderbar. Ja, und ihr habt gesehen, bei den Forderungen, es wurden jetzt nur Nahrungsmittel entsprechend gefordert. Das heißt, es wird jetzt nicht explizit nach Getreide oder Käse gefragt, sondern Nahrungsmittel. Und das, was in den Silos dann vorhanden ist, wird entsprechend als Forderung auch dann verschickt. Ja, wir haben immer noch unser Problem mit dem Wein. Ja, gerade erwähnt hat unser Verbündeter das wohl gehört. Kalydon schenkt uns nochmal 16 Amphoren Wein. Nehmen wir gerne an. Und ich glaube, damit haben wir unsere 32 Amphoren Wein. Wir schauen mal eben bei der Heldenhalle. Ja, wir haben alle Bedingungen erfüllt, um Herkules zu rufen. Das machen wir. Sehr gut. Dann kann der sich jetzt um die Hydra kümmern. Ich bin Herkules und freue mich auf eine Herausforderung. Was soll ich tun? Ja, Herkules ist in unsere Stadt eingetroffen. Hier sehen wir das Symbol, können wir draufklicken und da kommt er. Ja, wir brauchen eigentlich nicht viel zu machen. Er geht automatisch zur Hydra und wird das Problem dort lösen. Ja, unser Herkules muss ja noch auf die andere Seite hier dieses kleinen Flusses. Da sollten wir jetzt schon mal eine Brücke bauen. So, wo bauen wir die Brücke? Hier. Bauen wir sie hier hin. Ja, und der Berg Peleion schätzt uns mehr, weil wir die Nahrungsmittel geliefert haben. So, das ist sehr nett. So, jetzt bauen wir die Brücke mal hier auf. So,
Und dann können wir das auch entsprechend verbinden. Aber dann können wir hier auch eine Sperre bauen. Ja, da kommt unser Held Herkules. Wo geht er hin? Ach, er hat ein eigenes Floß. Okay, ja, wir hätten gar keine Brücke bauen müssen. Na gut, wir müssen ja nachher noch unseren Marmor in unsere Stadt transportieren. So, geht doch mal schön zur Hydra. Ja, dann schauen wir uns mal den Kampf hier an. Hydra gegen Herkules. Ja, die Hydra ist von Herkules erschlagen worden. Wunderbar. Wir können jetzt endlich unseren Marmor abbauen. Dafür sollten wir das hier ein bisschen schon mal frei machen, damit unsere Steinmetze auch zu ihrer Ressource kommen. So, das müsste jetzt eigentlich passen. Ja, gut. Dann bauen wir jetzt mal hier die Straße so. Ja, dann können wir jetzt hier die Steinmetzwerkstätten bauen. Ich denke mir mal, wir bauen direkt 5. Und wir brauchen die Warenlager für den Marmor. Ja, und natürlich nicht vergessen Architekturbüro, das kann hier hin. Ja, und die Sperre kann direkt hier hin. Sehr gut, ja, und dann gehen Sie schon hier auf den Weg, um den Marmor aus dem Gestein zu schlagen. Ja, wir brauchen natürlich jetzt Mitarbeiter, das ist klar. Ja, wir haben hier noch ein bisschen Potenzial durch Verschönerung mehr Bürger in unsere Stadt zu bringen. So. Ja, und wir können hier auch im zweiten Wohngebiet mal so eine Reihe hier entsprechend Parzellen ausweisen. Dann würde ich aber auch hier direkt die Allee bauen, bevor wir das vergessen hier. Da haben wir nämlich das mit dem Podium schon nicht richtig gemacht. Podium müssen wir abreißen. Allee bauen. Ja, und das Podium wieder aufbauen. Ja, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die 48 Marmorplatten im Jahr zu produzieren. Wir haben jetzt April, das könnte sein, dass wir das dieses Jahr nicht schaffen. Ja, da sehen wir, wie unsere Steinmetze fleißig hier den Marmor aus dem Bruch gewinnen. Eine erneute Forderung, diesmal von Kalidon. Unser Verbündeter braucht Wolle. Haben wir auch im Warenlager, können wir sofort losschicken. Wunderbar. Die pythischen Spiele beginnen, auch nicht schlecht. So, wir werden jetzt mal Folgendes machen. Wir werden hier bei den Optionen, Nachrichten, werden wir jetzt mal die panhellenischen Spiele, die Nachrichten als Kurzversion einschalten. Dann erscheint das nur noch hier im Fenster. Stört mich immer, wenn das jedes Mal entsprechend erwähnt wird. Ja, und da werden auch schon die ersten Marmorblöcke zur Steinmetzwerkstatt gebracht. Sehr gut, aber ich denke mir nicht, dass wir dieses Jahr die 48 Blöcke produzieren können. Wir haben schon Juni. Warten wir mal ab. Ja, Kalidon schätzt uns mehr, weil wir die Wolle zur Verfügung gestellt haben. Gerne. So, wir können natürlich Marmor auch verkaufen. Es geht ja jetzt erstmal nur darum, dass wir eine bestimmte Menge im Jahr produzieren. Wer kauft denn bitte Marmor? Ich glaube, das war Argos. Nein, es war nicht Argos. Kalidon. Okay. Dann bauen wir doch den Handelsposten für Kalidon. Der kommt dann hier hin. So, und dann kann jetzt hier auch Marmor verkauft werden. Ups, 12 Einheiten.
Wir haben mittlerweile Dezember und wir wollen mal schauen, ob wir die Jahresproduktion von 48 Blöcke Marmor schaffen. Ich habe ganz vergessen, hier die Lagerhäuser entsprechend einzustellen. Die sollen natürlich nur Marmor annehmen. Hier genau das gleiche. So, na dann schauen wir mal. Wenn das Jahr vorbei ist, entweder haben wir diese Kampagne dann gewonnen oder wir müssen noch ein Jahr warten. Ein neues Jahr beginnt. Wir haben 2000 Einwohner in Theben mittlerweile. Ja, und wir haben die Jahresproduktion nicht geschafft. Gehen wir jetzt hier auf dieses Icon, um das Episodenziel uns nochmal anzuschauen. Können wir sehen, hier, wir haben 25 geschafft. Okay, das heißt, wir müssten jetzt tatsächlich nochmal ein Jahr verstreichen lassen. Dann sollten wir aber die 48 erreichen. Ein Jahr ist wie im Fluge vergangen und wir sehen, unsere Steinmetzwerkstätten arbeiten hier rund um die Uhr. Neue Ladungen werden gerade gebracht und ich hoffe, dass wir jetzt hier die 48 Blöcke im Jahr geschafft haben und wir damit diese Episode beenden können. Die Schlange ist fort, die Sorgen bleiben. Ares hat die Schlange geliebt und ist nicht begeistert, dass sie den Tod der Schlange veranlasst haben. Athene, Göttin der Krieger, des Handwerks und der Weisheit, ist gekommen, um einige Zähne der Schlange zu sammeln und einem wunderbaren Zweck zuzuführen. Vielleicht kann sie verraten, wie Ares Gunst zu erlangen ist. Ja, wir haben es geschafft. Die Hydra ist beseitigt. Wir können Marmor produzieren. Ja, wie es weitergeht, sehen wir in der 3. Episode des Abenteuers Zeus und Europa mit dem Titel Stadt des Ares. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.